Guten Morgen, wir sind immer noch in der Wüste Gobi und es ist Tag 4 unserer Mongolei-Reise. Wie geht's euch, Jungs? Super gut, ja. Insbesondere nach dem Challenge gestern auf den steilen Bergen, an den steilen Bergen. So, liebe Kinder, hier muss ich euch die Geschichte über die Challenge auf den steilen Bergen erzählen. Danke, Genghis Khan, aber das mache ich schon selbst. Also, am Vortag waren wir auf der Felsformation Weißer Stupa. Wir gingen irgendwann mal nach unten, um dort einen Spaziergang zu machen. Zurück zum Auto mussten wir dann wieder hoch auf die Felsen. Und es kam eben zu jener Challenge, von der Peter vorhin gesprochen hat. Ich entschied mich nämlich, nicht den herkömmlichen Pfad zu nehmen, sondern auf einem alternativen Weg die Felsen hochzuklettern. Es sah machbar aus und ich kam ziemlich hoch. Bis nach ganz oben blieben es weniger als Dutzend Meter. Als ich mich auf einen kleinen Überhang hochziehen wollte, gab das poröse Sedimentgestein nach und mit einem großen Batzen von Lehm mit Steinen in den Händen sackte ich nach unten ab. Im schlimmsten Fall hätte man mich 50 Meter tiefer aufsammeln müssen. Aber ich bin bloß 50 Zentimeter tiefer auf beiden Beinen auf einem Vorsprung gelandet. Ja, ich ignorierte davor mein Bauchgefühl und hatte mit dieser Aktion Chancen auf die Darwin-Prämie. Wie neugeboren drehte ich um, stieg vorsichtig ab und ging dann den herkömmlichen Pfad nach oben. Ende der Geschichte. Und was ist die Moral von der Geschichte? Sei kein Vollidiot. Zum Glück nichts passiert, fand ich gut, ja. Okay, wunderbar. Kapitän Mogi, heute geht's nach Red Cliffs, auf Englisch, auf Deutsch ist Rote Felsen, auf Mongolisch ist Bayensack. Wir fahren dahin. Ja. Etwa 170 bis 220 Kilometer. Es hängt von verschiedenen Wegen ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, dahin zu fahren. Okay, Ja. dann lass uns eine Möglichkeit nehmen. Ja, Ja, Die kürzere. genau. ja, kürzer. Okay, dann nichts wie hin. Gut. Je weiter wir in die Wüste Gobi vordringen, desto stiller werden wir. Diese Einöde übt nämlich einen therapeutischen Effekt aus. Man wird still und nachdenklich. Was mir jetzt durch den Kopf geht, ist, dass ich hier zwar nicht allein bin, aber mich dennoch einsam fühle. Dazu hat der amerikanische Poet Stephen Vincent Benet ganz treffend formuliert: Es gibt eine Wildnis, durch die wir allein gehen, aber in guter Begleitung. Wir ändern unseren Weg. Wir wollten eigentlich den kürzeste Weg nehmen, also es ist fast 50 Kilometer kürzer, aber leider der Weg ist ein bisschen gesperrt. Dieses Jahr hat kein Auto gefahren, also die Piste ist sehr schlecht geworden, deswegen nehmen wir einen anderen Weg. Und welchen? Und sicheren Weg, Asphaltstraße und danach ein bisschen Piste. Also. Ein bisschen Umweg, aber sicherer Weg. Okay, alles klar. So sei es. Wunderbar. Hauptsache wir kommen sicher an.
In der Stadt Dalansat-Gad war ich zusammen mit Mogi schon in 2015 während meiner ersten Mongolei-Rundreise. Wie viele andere mongolische Provinzstädte ist Dalansat-Gad im typisch russischen Stil erbaut. Den Stadtkern bildet nämlich eine Hauptstraße, auf der oder in deren unmittelbarer Nähe ein kleiner Park liegt. Entlang der Hauptstraße stehen dann die ganzen Theater, Museen, Denkmäler und Verwaltungsgebäude. Apropos Denkmäler, am Ende der Hauptstraße von Dalansat-Gad steht ein Denkmal, das einem sowjetischen UAZ-Geländewagen gewidmet ist. Diese UAZ soll dem Wohle der Allgemeinheit viele Jahre ohne eine einzige Panne gedient haben, bis er nach einer Panne hier aufgestellt wurde. Aber im Ernst, ein robustes Fahrzeug ist in der Wüste Gobi Gold wert. Habe ich was für unser heutiges Mittagessen gefangen. Sehr schön, Peter. Super, gell? Also. Meine Finger. So, können Sie sich mal wieder ablegen. Auspacken. Peter, du hast ja vorhin im Auto den Mongolei-Reiseführer gelesen. Genau, richtig. Was waren für dich die interessanten Erkenntnisse? Ja, natürlich die Geschichte Mongoliens, der Mongolei, die Herkünfte. Auch die Herkünfte der Skythen insbesondere, die auch was mit Schottland zu tun haben, wissen die wenigsten Leute, dass nämlich aus der Mongolei bis an das Schwarze Meer zunächst die Skythen reisten und dann letztendlich von dort auch sich nach Schottland aufmachten. Im frühen 6. Jahrhundert vor Christus. Schon sehr interessant. Auch über die Lebensart der Frauen
in der Mongolei. Sehr interessant zu wissen, dass die Frau in der Mongolei eine sehr hohe Stellung hat, genießt, ja, und einen höheren Bildungsstandard hat, teilweise auch als Männer. Da können wir uns eine Scheibe noch von abschneiden. Okay, interessant. Ja, siehst du mal, also es war durchaus wert, während der Fahrt was zu lesen. Okay, dann vielen Dank. Ja, bitte schön, doch gerne. Die Felsen von Bayan Sak, durch ihre rote Farbe auch als Flaming Cliffs bekannt, erinnern mich an die Marslandschaft. Hier könnte man echt einen Sci-Fi-Film über Mars drehen. Was habe ich am Anfang dieser Folge gesagt? Sei kein Foot. Dieser Ort ist auch dafür bekannt, dass man hier in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts viele Dinosaurierknochen und Eier fand. Beispielsweise wurde auch durch die Jurassic Park-Reihe populär gewordene Raubdinosaurier Velociraptor bei Bayan Sak entdeckt. Was bei dir, Alex? Super, faszinierend. Super. Tolle Fotos geschossen fürs Album. Auf jeden Fall. Das hat uns der Regen vertrieben oder der drohende.
sind wir jetzt? Wir sind jetzt in Beinsack, die sogenannte Red Cliffs. Also haben wir gerade da geguckt. Jetzt gerade sind wir diese Saxualwald. Saxau. Saxual. Saxau. Ja, genau. Schwierig auszusprechen. Mitten drin. Das ist harter Baum. Die Wurzeln werden fast 4-5 Meter unter der Erde sein. Und sehr steinhart, sehr brennwertig. Sogar die Nomaden heizen damit im Winter. Den Saxaulbaum findet man übrigens nicht nur in der Mongolei, sondern zum Beispiel auch in meiner Heimat Kasachstan vor, also im wüstenhaften und sandigen Habitat. Saxaul nimmt eine der wichtigsten Nischen in der Gobi-Wüste ein, da er dort eine der wenigen verfügbaren Wasserquellen darstellt. Die Rinde dieses Baums ist porös und nimmt Wasser leicht auf, sodass Wasserreserven unter der Rinde gespeichert werden. Saxaul ist außerdem effektiv gegen Erosion, da er neben sehr tiefen Wurzeln, die das Grundwasser erreichen, seine Wurzeln auch horizontal ausstreckt. Saxaul heißt auf Mongolisch Sage, daher heißt auch diese Gegend Bayan Sage oder Reich an Saxaul. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen bei der Abendschau der Mongol News von Tag 4 unserer Reise. An meiner Seite unser Reiseleiter, der sicherlich auch das bestätigen kann, was wir heute erlebt haben. Ein schönes Frühstück, ein durchaus schönes Wetter, bis zum Regentropfen. Eine spannende Reise und wahrscheinlich gleich den Take 4. Aber vielleicht können wir den Take 4 ja überspringen, indem wir einfach weitererzählen in meiner Person. Und ich kann euch ja noch berichten, dass wir einen tollen Tag hatten an den Roten Felsen, freundliche Leute in unserem Lager kennengelernt haben, in unserem Zeltlager. Ja, auch schöne Haustiere, sehr schön freundliche Leute, atemberaubender Tag, abenteuerreich wie immer. Und wir freuen uns heute schon auf einen nächsten schönen Tag 5, auch wieder dann mit der Berichterstattung von der Mongol News. Sehr gut, Peter.